Ja, hallo, liebe Analytics Community. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir haben ja in den ersten 5 Sessions den Grundstein gelegt für das Verständnis der Datenhaltung in Microsoft Excel. Hierbei haben wir erst einmal kennengelernt, was überhaupt strukturierte Daten sind. Wie sehen die aus und wie können wir sie in Excel effizient speichern? Dafür haben wir die Datenhaltung anhand des Tabellenobjektes in Excel behandelt, wie wir Tabellen in den Arbeitsblättern speichern können und über Funktionen miteinander verbinden können. Dann sind wir einen Schritt weiter gegangen und haben auch große Datenmengen behandelt und uns angeschaut, wie wir das Datenmodell von Power BI Pivot nutzen, um große Datenmengen effizient zu modellieren, miteinander zu verbinden, abzulegen und als Basis für eine leistungsfähige Auswertung heranzuziehen. Dann haben wir uns zum Schluss angeschaut, wie wir effizient Daten von extern in Excel importieren. Dazu haben wir den Power Query Manager vorgestellt. Ja, in der nun beginnenden neuen Videoreihe wollen wir den Fokus legen auf die Core-Funktionen von Excel 365, also die Funktionen, die für die Erstellung leistungsfähiger Modelle im Berateralltag, im Analystenalltag für eure Kunden oder internen Abteilung essentiell sind. Wir werden euch aber nicht losgelöst vom Business-Kontext diese Funktionen präsentieren, sondern immer am lebenden Beispiel. Und wir werden euch die Vor- und Nachteile der einzelnen Funktionen klar beschreiben, auch das Zusammenwirken verschiedener dieser einzelnen Funktionen, denn häufig kommt es vor, dass man jonglieren muss mit diesen Funktionen und sie im Kontext miteinander kombinieren. Ja, starten wollen wir hier mit der SUMIF-S-Funktion, der Summe-Wenn-Funktion, die es uns erlaubt, Daten zu aggregieren anhand von ein oder mehreren Auswertungskriterien. Dann legen wir los. Ja, tauchen wir ein in die sogenannten bedingten Aggregatfunktionen, die Conditional Aggregate Functions, hier am Beispiel der SUMIF-S-Funktion. Allen Funktionen dieser Funktionsklasse ist gemein, dass es Kombinationsfunktionen sind, die eine Berechnung mit einer if-Funktion kombinieren. Das S am Ende jeder dieser Funktionen besagt lediglich, dass in dieser Funktion mehrere Kriterien gleichzeitig abgeprüft werden können. Tauchen wir ein in den Aufbau der SUMIF-S-Funktion. So sehen wir nach dem Funktionsnamen in der runden Klammern, hier in Fettschrift, zunächst einmal die erforderlichen Parameter, die eingegeben werden müssen. Das ist zum einen eben der Wertebereich, der Bereich, über den die Summe gebildet werden soll, in unserem Falle der Umsatz. Und dann können wir ein Kriterium definieren. Auch hier müssen wir zunächst sagen, was ist denn der Kriterienbereich, in dem die Übereinstimmung gesucht werden soll. In dem Falle wäre das die Spalte Region und als Kriterium würden wir die Ausprägung West definieren. Gleiches könnten wir dann optional auch noch für die Monatsspalte machen und hier das Argument Januar definieren. Ja, ähnlich wie die SUMIF-S-Funktion funktioniert auch die AverageIf-S-Funktion und die COUNTIF-S-Funktion. Die AverageIf-S-Funktion würde entsprechend die Durchschnitte statt der Summe für die angegebenen Kriterien bilden und die COUNTIF-S-Funktion würde die Elemente entsprechend der Kriterien zählen. Ja, schauen wir uns nun dieses Praxisbeispiel an. Wir haben es mit einer Datenliste zu tun, die wieder Überschriften enthält, also eine strukturierte Tabelle, Daten, die in strukturierter Form vorliegen und in einer Tabelle abgelegt sind. Innerhalb von Excel haben wir diese Daten als Tabellenobjekt markiert. Der Name TBL Sales Data, sobald ich diesen in der Namebox anklicke, würde meine gesamte Datentabelle markiert werden. Ja, welche Inhalte haben wir in dieser Tabelle? Wir haben es zunächst einmal mit einer Order-ID zu tun in der ersten Spalte, die die
einzelnen Datensätze in dieser Tabelle eindeutig identifiziert. Mein Orderdatum, daraus generiert den Ordermonat. Wir haben ein Landeskürzel, den Country Code, einen Verweis auf eine Produktdatentabelle mit der Product ID. Wir haben dann die Orderhäufigkeit und den Einzelpreis für dieses Produkt. Daraus generiert den totalen Umsatz pro Order, das heißt den Einzelpreis multipliziert mit der Order Quantity, und ebenso haben wir die Einzelkosten für jeden Artikel und die Gesamtkosten wiederum multipliziert mit der Order Quantity. Daraus können wir den Profit in der Tabelle berechnen. Aufbauend auf unserer Rohdatentabelle wollen wir jetzt eine kleine Auswertung, eine kleine Analyse erstellen, die uns den Gewinn über die Zeitachse, sprich die Monate, und die Länderverteilung entsprechend in einer Matrix anzeigt. Das ist eine Analyse, die wir auch sehr einfach alternativ mit einer Pivot-Tabelle erreichen würden. Hier wollen wir allerdings jetzt die SUMIF-Funktion benutzen, um dieses Ergebnis analog zu erzielen. Immer dann, wenn wir eine Funktion in Zusammenhang mit einem Tabellenobjekt verwenden, haben wir den Vorteil, dass die Referenzierung auf die Tabelle bewirkt, dass bei Veränderungen der Rohdaten mein Ergebnistableau automatisch aktualisiert wird und wir die Formeln nicht mehr nachträglich adjustieren und anpassen müssen. Fangen wir also an und erstellen die Formel in der linken oberen Zelle der Ergebnismatrix. Ziel ist es, die Formel dann entsprechend nach rechts und nach unten zu kopieren, ohne die Formel nochmal justieren zu müssen. Wir klicken also in die entsprechende Zelle und beginnen die Formel mit einem Gleichheitszeichen, dem Funktionsnamen und der geöffneten runden Klammer. Sobald wir die runde Klammer tippen, wird uns von Excel entsprechend der nächste Eingabeparameter angezeigt. Das ist in dem Falle der Sum Range, also der Bereich, über den die Summierung erfolgt, in unserem Fall die Profit-Spalte, die Gewinnspalte. Diese können wir nun angeben, indem wir mit der Maus den entsprechenden Bereich markieren. Das ist aber bei großen Datensätzen durchaus etwas unhandlich, oder aber wir tippen eben direkt den Tabellennamen in die Zelle. Sobald wir mit dem Namen der Tabelle beginnen, schlägt uns Excel wiederum den gesamten Namen vor, den wir mit der Tabulator-Taste auswählen können. Sobald wir jetzt die geöffnete eckige Klammer setzen, werden uns auch die entsprechenden Spalten der Tabelle angezeigt. Hier suchen wir nach der Profit-Spalte, können die durch einen Doppelklick auswählen. Damit hätten wir das erste Argument gesetzt. Mit Semikolon würden wir den zweiten Parameter ansteuern. Ja, als nächstes wollen wir die erste Bedingung in die Formel einfügen, das erste Kriterium setzen. Gefragt ist hier zunächst der Criteria Range 1, also der Bereich, in dem nach dem Kriterium Monat gesucht wird, und das ist die Spalte Order Month. Wir geben also wieder TBL Sales Data als Tabellenname und in eckigen Klammern die Auswahl Order Month mit Doppelklick ein, schließen die eckige Klammer und über das nächste Semikolon können wir jetzt das Kriterium direkt auswählen. Das Kriterium wäre die Zelle P5, die klicken wir an. Jetzt müssen wir uns nur klar machen, dass wenn wir diese Formel nach rechts kopieren und nach unten kopieren, entsprechend diese Zellbezüge von P5 angepasst werden. Wenn wir nach rechts kopieren, ist das auch in Ordnung, weil die Spalte kann sich von P nach Q nach R ändern. Wenn wir allerdings nach unten kopieren, würde ein Fehler auftreten, weil dann würde die Zeile angepasst werden, aber die Monate stehen ja fix in der Zeile 5.
Wir würden also einen festen Bezug einsetzen und die Zeile mit Dollarzeichen festsetzen. Das können wir tun durch direkte Eingabe des Dollarzeichens oder aber durch die Funktionstaste F4. Das nächste Semikolon könnten wir jetzt nutzen, um das zweite Kriterium einzusetzen. Wiederum beginnen wir mit TBL, wählen die Tabelle aus und suchen nun die Spalte mit den Ländercodes. Die Country Code Spalte können wir wieder doppelklicken, schließen die eckige Klammer und fügen erneut ein Semikolon ein. Jetzt würden wir entsprechend das Country-Kürzel als Filterkriterium setzen. Hier würde zunächst O6 angezeigt werden. Auch hier müssen wir uns wieder klar machen, wenn wir nach rechts und nach unten kopieren, die Kriterien stehen immer in der Spalte O und das soll auch so bleiben. Deshalb müssen wir hier die Spalte festsetzen. Setze den Cursor vor das O, kann nun das Dollarzeichen einfügen oder aber mit der Funktionstaste F4 so lange tippen, bis die richtige Adressierung vorliegt. Dann sind wir fertig mit der Formel, können die runde Klammer schließen und mit Enter-Taste das Ergebnis entfordern. Wichtig ist jetzt Folgendes. Sobald ich den Mauscursor über die rechte untere Ecke der Zelle fahre, verändert sich der Cursor zu einem fetten schwarzen Kreuz. Normalerweise können wir mit gedrückter linker Maustaste nach rechts und nach unten diese Formel kopieren. Was hier nicht funktioniert, ist, dass die Spaltenbezeichnungen entsprechend fixiert bleiben. Das funktioniert nur, wenn wir die Zelle mit Ctrl+C, Ctrl+V, STRG+C, STRG+V oder aber über Copy-Paste kopieren und einfügen. Wir gehen also hier einen Schritt zurück, löschen nochmal die kopierten Zellen heraus, kopieren die Formel mit STRG+C, wählen den Zielbereich aus und mit STRG+V fügen wir die Funktionen entsprechend ein. Machen wir das gleiche nochmal, indem wir die erste Zeile kopieren und dann entsprechend auf die anderen Country Codes die Formeln anwenden. Hier sehen wir, dass die Bezüge richtig fixiert sind und die Tabellen- und Spaltennamen alle richtig erhalten bleiben. Beim Verwenden von Tabellenbezügen haben wir immer den Vorteil, dass die Formeln extrem transparent mit sprechenden Namen vergeben, definiert sind und so auch von anderen Personen, die mit meinem Modell nicht firm sind, entsprechend sehr einfach nachvollzogen werden können. Der zweite große Vorteil ist, dass ich bei Veränderung der Rohdaten keinerlei Änderungen an den Funktionen vornehmen muss und sich die Ergebnisse immer selbst vollständig aktualisieren. Ja, ich hoffe, das Video hat euch nochmal viel Transparenz geschaffen, wie das Zusammenwirken von Funktionen mit Tabellenobjekten funktioniert, welche Vorteile die Referenzierung auf Tabellenspalten und Tabellen hat. Wenn euch das Video gefallen hat, dann hinterlasst doch gerne ein Like für dieses Video oder abonniert unseren Kanal. Wir freuen uns auch über konkretes Feedback zu diesem Video. Gebt uns gerne Anregungen, welche Themen ihr in der Zukunft behandelt haben wollt. Ganz liebe Grüße, bis zum nächsten Mal. Tschüss und auf Wiedersehen.